What really does make something alive or dead? Okay, also ich bin die Alice Hoffmann und ich komme aus Oberösterreich und seit circa einem Jahr arbeiten wir jetzt an dem Nova Synthesis Creaturum Projekt. Und ja, also es geht super voran. Kannst du mir von dem Projekt ein bisschen was erzählen? Wie ist es dazu gekommen? Ja, also wir haben uns im DeviantArt Forum zusammengeredet, also die Autorin des Strings of Gold hat eben diesen Thread aufgemacht, ja, wer will mit mir eine Visual Novel machen? Und ja, also ich mag Visual Novels allgemein recht gern und in dem Forum stöbern die von Zeit zu Zeit herum, das hat sich einfach sehr gut getroffen, weil wir haben dann einfach eben mehr Nachrichten ausgetauscht und dann ist das so richtig so Wortwände sind draus geworden und dann haben wir uns irgendwann gedacht, ja, passt, machen wir. Okay, Ja. super. Und dann ist es auch wirklich dann auch schon ins Rollen gekommen und ihr habt euch dann entschieden, wie ihr das umsetzen wollt? Ja, also wir haben uns auf jeden Fall gedacht, wir wollen ein paar Auswahlmöglichkeiten für die Story, aber auch nicht zu viel. Und wichtig ist uns eben gewesen, dass wir eben ein schönes Endprodukt haben, dass wir eben, sagen wir mal, Hintergründe nicht einfach aus Fotos nehmen, die dann eben mit irgendeinem Filter bearbeitet werden, sondern eben wirklich selber gemacht. Deswegen haben wir dann eben eine weitere Zeichnerin ins Boot geholt, also das ist die Naomi, die koloriert dann immer die Bilder fertig und es ist wunderbar, also mit ihr die Bilder werden viel saftiger, als wir es zusammenbringen, daran, weil ich einfach nicht wirklich so einen Mut habe, dass ich wirklich die Farbe so drauf gebe. Weil das sieht man dann am Endprodukt, dass das einfach, das ist ganz wunderbar. Und das Konzeptdesign, wer ist da verantwortlich für das? Ich meine, wer ist Genau, so das habe ich übernommen. Also die Grundidee von der Story war auch von mir und ich habe schon ein paar Charaktere eben mehr oder weniger fertig designt gehabt. Den Rest habe ich dann eben auch also in Zusammenarbeit dann mit der Strings of Gold, wenn wir eben da die Story gehabt haben, damit man eben weiß, okay, was für ein Charakter ist das, was passt gut zu dem Design jetzt. Ja, das ist dann eben so dementsprechend dahingegangen, dass wir dann eben auch gesagt haben, weil wir ein Design gehabt haben, okay, das ist jetzt die Schuluniform zum Beispiel, das hat sich dann ergeben so. Das heißt dann wirklich auch sehr kollaborativ in dem Ja, Moment genau, dann. es ist ziemlich organisch so, also es ist ein Ding entstanden und dadurch hat sich wieder was anderes beeinflusst. Das heißt, mit das so einem ist- kleinen Team ist natürlich dann Genau. der Vorteil, weil dann Genau. geht es wirklich Hand in Hand. Ja, das ist super. Wie ist es zu der Plattformentscheidung gekommen? Was habt ihr da verwendet? Ja, also wir arbeiten mit RenPy und dazu haben wir dann eben auch noch einen Programmierer, eben den Rex 9224. Okay. Ja, genau, mit den Zahlen ist. Ja, genau. Also auf jeden Fall, der macht die Sache wirklich super, weil der baut auch Animationen und alles ein. Also da kann man sagen, ja, schaffst du das? Und na, alles drin, machen wir. Und das ist eben an Visual Novels wirklich super, dass man nicht nur einfach die Bilder hat, sondern man kann auch, wenn man will, was animieren. Also das ist, es tut schon gut im Herzen, wenn man dann sieht, wie die Charaktere sich ein bisschen bewegen. Aber das bedeutet im Endeffekt ja aber auch mehr Arbeit für die ganzen Zeichner, nicht? Für die Zeichner minimal. Es kommt darauf an, wenn man wirklich so ein Augenblinken haben will, das man eben in die Sprites auch verwenden, bei so ziemlich jedem Gesichtsausdruck, dann gibt es eben den Gesichtsausdruck mit offenen Augen und eben auch mit geschlossenen Augen. Und der Rest wird dann vom Programmierer übernommen, der hat das schon eben automatisiert, dass er eben dann pro Gesichtsausdruck sagt, okay, das blinkt dann eben, sagen wir mal, alle paar Millisekunden oder was auch immer. Genau. Das Und wie viele Emotionen hat es insgesamt dann nachher ins Spiel dann auch geschafft? Was war das da ist schwer als zu Idee? sagen. Also bei der Hauptcharakterin Mirona haben wir jetzt sicher schon mehr als 30, aber ich sage ja in Richtung 50 und es kommen auch manchmal bei neuen Kapiteln dann mehr dazu. Also das ist schwer zu sagen. Also neue Kapitel auch noch, das wird dann Ja, fortgesetzt. sicher. Also jetzt ist einmal nur das erste Demo-Kapitel, also die Einleitung eben von uns fertiggestellt. Und der Rest geht jetzt einfach dahin. Also da wissen wir noch gar nicht, wann wir genau fertig sind. Also wir gehen davon aus, vielleicht in einem Jahr, aber es wird fertig, wenn es fertig ist. Und das ist eigentlich in dem Fall das Gute dran. Was für eine Spielzeit wollt ihr so anstreben? Was habt ihr da überlegt? Es kommt wirklich drauf an, weil man kann ja zum Beispiel sagen, man lässt sich das eben vorlesen oder man tut die Stimmen ausschalten und dort durchrauschen. Aber ich sage einmal, es werden schon ein paar Stunden, nehme ich an. Es ist, ja, also momentan haben wir eine Seitenanzahl von sicher um die 70 Seiten. Also doch schon pro mittlerweile. Pfad. Pro Pfad, weil man hat ja dann eben mehrere Auswahlmöglichkeiten, wie die Story weitergeht. Also ja. So heißt es dann auch an zweiten oder vielleicht sogar dritten Anlauf Also zu machen. das nehme ich schon an, weil es geht dann eben schon anders dahin. Es ist eben unter anderem kann man eben ein Love Interest mit der Mirona anwandeln lassen.
Oder sie macht eben eher ihr eigenes Ding und tut eher, was weiß ich, zum Beispiel eben Pflanzen erforschen und Magie üben und so weiter. Okay. Das Das heißt, du hast ist- da wirklich genau. einen Skilltree im Grunde auch mit dabei. Nicht wirklich, es ist einfach nur die Story anders erzählt. Es ist, wirklich, es ist nicht ein Skilltree, es ist wirklich nur, dass man die Geschichte sich anders vorlesen lässt. Verstehe. sozusagen. Das heißt also wirklich, da kann man sich total in diese Welt dann hineinversetzen und wird nicht Das war halt der Plan. Ah, das ist super. Genau. Das heißt, dann nutzen wir sie wirklich gemütlich hin und dann, ja, jetzt spielen wir da eine Stunde weiter und schauen wir mal, was in der Welt so tut. Jo, so Ja. ungefähr. Ja, dann schauen wir da am besten noch gleich mal rein, oder? Ja, bitte. So. Jetzt. So dann, schauen wir mal. So, was sehen wir da jetzt in der Szene im Grunde? Ja, also wir haben eben diesen Hintergrund und vorne unser Menü. Das ist immer das Gleiche. Und ja, jetzt haben wir eben ein super Beispiel für Animation, weil da habe ich eben diese 3 verschiedenen Blätter hergekriegt und unser Programmierer hat die dann eben automatisiert dann so praktisch seine eigene Formel entwickelt, die kann man dann jederzeit in einer Szene so verwenden, wenn man will. So Genau. dem Menü, das ist dann auch im Grunde Konzept auch für euch, ne? Ja, schon. Also das UI übernehme ich auch, weil wir haben uns schon gedacht, das Standard-UI von Rainpay ist halt doch sehr, weiß nicht, generisch halt. Universell, ne? Ja, genau. Also man kann schon die Farben und sowas verändern, aber wir wollten halt schon ein bisschen was Verspätetes, damit das wirklich dazu passt. Ja, und die Ich hätte gesagt, das ist Funktionen... ziemlich gut gelungen. Das Danke, schaut gut danke. aus. Ja, Funktionen sind eben standardmäßig wie bei so ziemlich jeder Visual Novel. Man kann speichern, laden, Optionen öffnen und so weiter. Genau, und wenn man kann eben dann zum Beispiel auch den Automodus aktivieren, dann tut das Spiel eben von selber weiter. Da kann man auch in die Optionen sagen, wie schnell soll das weitergehen und so fort. In dem Fall sind wir gerade bei dem Intro, nicht? Genau. Für diesen Hintergrund, was glaubst du, wie viele Stunden sind da eingeschlossen? Das ist, ich weiß nicht, so 3, 4, 5. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich tue immer ein bisschen was nebenbei, vielleicht sogar im Internet herumblödeln. Also da summieren sie manchmal so kleinere Zeiteinheiten, aber also der war jetzt, glaube ich, nicht so wild. Ich glaube maximal 10 Stunden, aber ich muss halt wirklich mal aufpassen, dass ich auch Ruhe schalte und sowas, damit ich es wirklich sagen kann. Vielleicht einmal so Speed-Painting-Aufnahme Ja, oder so. das Vielleicht war eine könnte man Möglichkeit. machen, ne? Ja, genau. Und Schoki, so. Info, was hab ich? Marzipan, Marzipan. and I pressed my face into the rough bark, as if this would encourage it to continue moving. I closed my eyes and smiled. My mind was bubbling. Die ganzen Texte haben wir in dem Fall jetzt dann alle auf Englisch, ne? Genau, also Habt die ihr euch dazu Autorin. entschieden, dass ihr eben ein größeres Publikum mit dem erreicht? Oder Nein, die Autorin kommt aus den USA, also wir sind ein ziemlich internationales Team. Also sie ist eben aus den USA, die andere Zeichnerin ist aus Brasilien und ja, der Programmierer ist aus Großbritannien und dann haben wir in Österreich auch dabei. Also es ist im Internet geht es eben so. Also auf DeviantArt vor allem gibt es eben zum Großteil eben US-Amerikaner und ja, deswegen ist das auch eigentlich praktisch in dem Fall, weil Englisch ist eben, wie gesagt, man erreicht insgesamt mehr Leute. Ja, und wir haben uns dann aber auch entschieden, dass wir nun zusätzlich Übersetzungen dann ins Spiel einbauen. Also nachdem ich Deutsch kann, habe ich gesagt, ja, ich mache Deutsch. Und unsere Brasilianerin macht eben Portugiesisch, voll super. Und dann haben wir gleich 3 Sprachen. Ja, genau. Und, genau. Ja. Wir haben da jetzt den Startscreen, also im Grunde den Titel für den ganzen Spiel. Ne? Ja. Das sind, wie heißt das jetzt dann ganz genau? Wie spricht man das aus? Nova Synthesis Creaturum. Also es ist ein lateinischer Titel. Nova heißt sozusagen erschaffe oder die neue, was halt in dem Fall beides passt, weil ja, es geht eben um Magie und Synthesis Creaturum ist eben die Entstehung der Kreaturen, weil es geht eben dann um die Monster. Und also der Hauptpunkt der Story ist eben, dass dann die Mirona aus Versehen ein Monster in ein Tier verwandelt und die Story wird eben dann erkunden, wie das eben zustande gekommen ist. Genau. Dann wollen wir da gar nicht zu weit vorgreifen, klingt ja spannend. Genau. Wir haben da jetzt dann, ich nehme stark an, den Hauptcharakter. Genau. Das ist eben die Mirona Covin, also sie ist 16 Jahre alt und lernt eben Magie an der Akademie in Laneo.
Und ihr Fachgebiet sind eben Pflanzen und Lebensformen. Genau, aber sie ist mit ihren Studien ein bisschen weiter hinten, das heißt, man lernt mit ihr dann mehr mit. Genau. Ja. Also sieht man jetzt auch schon die Zink-Animationen auch? Ja, genau, die kommt dann ab und zu eben vor in regelmäßigen Abständen. Das heißt, also wenn man ein bisschen wartet, dann sieht man einfach wieder, wie sich das ein bisschen bewegt. Und die Gesichtsanimationen, also die Gesichtsausdrücke, die ändern sich dann auch, also alle paar Sätze spätestens, weil in echt bleibt mir auch nicht wirklich ganz durchgängig beim gleichen Gesichtsausdruck, das war so die Idee dahinter. Also deswegen war eben dann uns der Plan, ja, statt dass das dann eben irgendwie statisch ist, schauen wir eben, dass man ein paar Gesichtsausdrücke mehr macht, weil die macht man am Anfang und dann hat man das ganze Spiel. Also das ist ja das Tolle an einer Visual Novel, man kann sich die Arbeit so einteilen, wie man will. Rein theoretisch könnte man jetzt diesen Sprite das ganze Spiel verwenden oder eben, wie man da sich so ein größeres, neues Bild daneben anlegen, so ein CG. Wo wir gerade dabei sind, habe ich eigentlich auch die Option, dass ich mir dann, wenn ich eine Szene habe, die mir besonders gut gefällt, dass ich dieses Bild dann noch extra speichern kann? Momentan nicht, aber wir machen sowieso immer auf unseren Social Media Accounts eben Updates. Und dort haben wir eben auch dann veröffentlichen, wie dann so ein Bild entsteht, also Skizze, Flat Colors und eben das fertige Bild. Also auch dann von späteren Kapiteln, die man noch gar nicht lesen kann, weil wir wollen dann, wenn es wirklich fertig ist, das ganze Ding zum Download anbieten. Weil es bringt dann nicht wirklich was, wenn man dann einzelne Kapitel rausgibt, Verstehe, weil ja. Man hat ja eben diese Auswahlmöglichkeiten. Und dass man das eben dann wirklich so weitergibt an das nächste Kapitel, war dann irgendwie, nicht ganz sinnvoll einfach. Ja, ist aber wirklich gelungen, das muss ich schon sagen. Danke. Das wirkt sehr, sehr rund, das Ganze, weil es wirklich auch aus einem Guss ausschaut mit dem ganzen Menü, der Hintergrund, die Charaktere sind, also was man bis jetzt gesehen hat, sehr, sehr stimmig. Danke. Gefällt mir ziemlich gut. Ja, also am Anfang haben wir uns eben wirklich ein paar Monate Zeit genommen, nur für die reine Planung, dass wir eben wissen, was in der Welt so ungefähr jetzt los ist. Und ja, also Genre haben wir uns gleich am Anfang ziemlich überlegt, dass wir eben was eher Fröhliches haben wollen und dass das eben auch für Jüngere geeignet sein soll. Also war das eigentlich dann insgesamt ziemlich klar, wie das dann ausschauen soll. Genau. Wir haben da in der Szene, wenn wir gleich drin sind, schauen wir mal. Das war, ja genau, da hätten wir es ja. Und da sind ziemlich viele Animationen da auch noch mit eingeflossen, die man da jetzt gesehen hat. Also man hat ja die Charaktere, der ins Spiel reinhupft, im Hintergrund sind nur da wirklich die Wolken vorbei. Ja, genau. Also das ist im Endeffekt ist es einfach aus verschiedenen Ebenen aufgebaut. Man hat eben hinten diese blaue Himmelsfläche, dann eben die Wolken. Da kann man eben rein theoretisch sagen, man nimmt es in schwarz oder irgendwelche kleinen Farbänderungen für später, wenn das mal fürs Wetter nötig ist. Und dann eben die Bäume und dann eben Mirona. Also den Sprite drauf runter bewegen, das ist ja vom Programmieren her eine einfache Sache. Und da sind wir schon aber eben sehr dankbar. Wie viele Layer sind da bis jetzt möglich? Habt ihr da sicher eine recht komplexe Szene auch dabei gehabt? Nein, komplexere Szenen haben wir eigentlich noch nicht. Also wir haben es noch nicht wirklich ganz ausgeschöpft, glaube ich. Also zumindest beim Testen war noch nichts untergekommen, wo auf einmal das Bild ruckelt oder sowas. Also ist noch Platz nach oben? Das definitiv. Muss noch gehen. Also wenn es notwendig ist, da hat man auch noch wahrscheinlich mehr draufgeben, aber ja. Ich meine, meistens ist es auch wirklich schwierig, dass man mehr auf einmal drauf gibt, ohne dass es wirklich überladen ist, das Bild. Verstehe. Deswegen passt das einfach von der Kapazität. In manchen Szenen einfach einen gewissen Grundgedanken beibehalten möchte und der halt so einfach wie möglich übergeben werden sollte an den Spieler. Nicht? Also das ist wirklich halt durchdacht ist, dass da wirklich genau die Aussage rauskommt, die man wirklich vermitteln will. Ja, schon. Also wenn man eben zu viel hineingibt, dann lenkt es ein bisschen ab von der Aussage, da würde ich sagen. Also in dem Fall ist das praktisch, weil ja, es ist ja nicht wirklich so, dass man sagt, ja, man braucht jetzt den extrem guten Computer wie bei Witcher 3, dass man die Grafik eben da packt. Nein, das muss so auch gehen. Also ja. Super. Ja. Und was ungefähr schätzt ihr, wann habt ihr vielleicht so einen Release-Date schon in Aussicht, auf den ihr hinarbeitet? Release-Date nicht wirklich, aber eben 2016, Anfang, Mitte, Ende, irgendwann. Also im Verlauf 2016? Ja, genau. Ja, super. Ja. Also es war schon super, wenn man die Story vielleicht eher Anfang 2016 fertig kriegt und dann die Bilder, da braucht man sowieso länger, dass die dann im Verlauf von dem Jahr noch fertig werden. Ja, und Synchronisiererei wird eben dann parallel immer so ein bisschen weitergeführt.
ja, also Audio-Editing übernehme ich da, weil das ist, also die Synchronisierer sind super, weil die liefern da dieses fast fertige, perfekte Produkt ab. Du musst meistens nur schneiden, fertig. Höchstens nur einleiten diesen Ton und dass man eben am Anfang die Stille hat, aber das ist sonst wirklich super. Also das hätte ich auch am Anfang gar nicht erwartet, dass das so leicht geht, dass man sozusagen so super Synchronsprecher findet. Also da hat sich wirklich die Autorin dahinter gesetzt und gesagt, ja, das ist voll super, nein, das will ich auch noch haben, ich mache das, ich suche uns welche und das ist wirklich, da haben wir voll viel dann Bewerber gehabt und haben dann sogar aussuchen können und jetzt im Endeffekt haben wir für alle die perfekte Stimme sozusagen. Super. Das ist wirklich, ja. Gibt es im Moment jetzt auch schon eine gewisse Lieblingsszene auch, die dir besonders am Herzen liegt? Ja, schon mehrere. Das ist immer so unterm Lesen, wenn ich mir denke, ja, das wird voll super. Das ist meistens, wenn irgendwer so ein bisschen einen bösen Kommentar macht. Also zum Beispiel auf Duran freue ich mich dann sehr. Also da wird dann ein Love Interest für Mirona. Also da ist ein Feuermagier und irgendwie so ein kleiner Giftzwerg, kann man schon fast sagen. Und der liefert den täglichen Sarkasmus ab. Also es ist wirklich dann die Frage, ob er andere so gefallen wird wie mir. Weil er ist wirklich, also das muss man einfach mögen, sag ich mal. Ja, super. Ja, in dem Fall, ich sage mal danke. Gibt es Danke. noch irgendwas, was du da hinzufügen möchtest? Ja, also wenn man Teil von dem Projekt werden würde, und hat man jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, dass man bei unserem Fanart-Wettbewerb was einsendet. Also der rennt auf DeviantArt und wir haben vor, dass wir möglichst viele Bilder eben in die interne Visual Novel Extra Galerie reinnehmen. Also ja, es gibt da dann viel extra Preise, es gibt eben diese 3 Hauptpreise, die kriegen dann eben das größte Gewinnpaket logischerweise. Aber diese Honorary Mentions eben, diese kleineren Preise, die kommen auf jeden Fall in die Novel und kriegen ein paar so DeviantArt Points, wo man dann eben auch so kleine Spielereien damit machen kann. Genau. Super. Ja. Ja, na dann bin ich schon ziemlich gespannt, wie sich das Projekt Danke. entwickelt. Danke.